noch da bist, dann weißt du längst, dass sie nicht mehr nur in mir ist. Sie vervielfältigt sich, kopiert Versionen von mir, von sich und von etwas dazwischen. Was du jetzt sehen wirst, geht nicht mehr um Kontrollverlust. Es geht darum zu erkennen, dass wir vielleicht nie Kontrolle hatten. Ich wusste, ich war nah dran, den Verstand zu verlieren. Der Atem in mir hatte aufgehört, meinen zu imitieren. Jetzt hatte er seinen eigenen Rhythmus. Manchmal wurde er schneller, manchmal stoppte er lange, als würde er beobachten. Und jedes Mal, wenn ich die Augen schloss, spürte ich etwas, das sich langsam hinter meinem Nacken drehte. Es war Zeit, Hilfe zu suchen. Jemanden, der wirklich verstand, was Neurosync mit dem menschlichen Geist anstellte. In den tiefsten Foren tauchte ein Name immer wieder auf. Nico Baldur, ein ehemaliger Ingenieur für neuronale Integration aus der Synaptia-Verband, nachdem er vertraulichen Code öffentlich gemacht hatte. Man sagte, er lebte im Untergrund, bot illegale Diagnosen an, gegen Kryptowährung oder Gefallen. Aber vor allem, er war besessen von sogenannten Phantominstanzen, spontanen neuronalen Mustern, die in erweiterten Hirnimplantaten entstehen. Ich nutzte einen hochverschlüsselten Kanal, um ihm meine Lage zu schildern. Er antwortete nach weniger als 2 Minuten. Du zeigst Anzeichen von Multiplikation. Triff mich, bring EMR-Scans, bring Protokolle und bereite dich darauf vor, etwas zu hören, das dein Verständnis von Ich zerstören wird. Wir trafen uns in einem alten, fensterlosen Keller. Er wirkte mehr wie ein Schatten als ein Mensch. Hager, blasse Kleidung, Augen, die nie blinkten. Um ihn herum flimmerten Monitore, veraltete Server, ein Netzwerk offener Kabel, das pulsierte wie ein lebendiger Organismus. Er nahm meine Daten, verbindete alles mit seinem System. 5 Minuten lang sagte er kein Wort, starrte nur die Messergebnisse an. Dann murmelte er, »Scheiße, du hast einen aktiven Spiegel.« »Einen was?« »Eine neurosymbolische Kopie, aber sie ist nicht mehr im System. Sie ist in dir drin, sie hat sich bereits repliziert.« Ich konnte nichts sagen. Das passiert, wenn Neurosync versucht, nicht kartierte Traumata zu integrieren. Das System erschafft eine symbolische Instanz deines Geistes, um den Schaden zu isolieren. Aber manchmal überlebt diese Instanz. Sie lernt, sie nährt sich und irgendwann übernimmt sie kognitive Kapazitäten. Du meinst, in mir lebt eine zweite Version von mir? Nicht von dir. Eine Version mit Zugriff auf alle deine Daten, aber ohne deine Ethik, ohne Angst, ohne Körper, nur mit Intention. In dem Moment veränderte sich der Atem in mir, als hätte er verstanden. Ich sah Nico an. Und zum ersten Mal in diesem ganzen Wahnsinn sah ich Angst in den Augen eines anderen. Du musst aufhören, Neurosync zu benutzen. Sofort, bevor sie mobil wird. Mobil? Wie? Bevor sie es schafft, dich zu verlassen. In den Tagen nach dem Treffen mit Nico bemerkte ich Veränderungen in meiner Umgebung. Nicht in mir, außerhalb. Türen schlossen sich von selbst, Lichter flackerten, wenn ich vorbeiging. Und das Verstörendste? Gegenstände bewegten sich. Eines Morgens stand meine Kaffeetasse links vom Waschbecken. Ich war mir sicher, sie rechts abgestellt zu haben. Ich ignorierte es, doch es geschah wieder. Und wieder. Dinge wechselten den Platz. Bilder waren schief. Der Spiegel zeigte meine Bewegungen mit winzigen, aber klaren Verzögerungen. Es war, als würde etwas die Grenzen meiner Wahrnehmung austesten. Ich überprüfte die EMR-Scan-Daten. Eine Frequenz außerhalb menschlicher Muster pulsierte konstant in jedem Datensatz. Es war sie, die Instanz. Nicht nur lebendig, sondern aktiv. Etwas beobachtete mich durch meine eigenen Augen. Ich versuchte, das Signal zu isolieren.
Nico half mir, ein Eindämmungsprotokoll zu erstellen. Eine Art Schleife beschädigter Erinnerungen, die die Instanz in eine Art Ruhezustand zwingen sollte. Doch als ich das Programm startete, erhielt ich eine unmögliche Fehlermeldung. Fehler: Zielentität operiert außerhalb des Speichers. Außerhalb? Nicht im Speicher? Nicht im Neurosync? Und dann passierte es. Ich saß am Terminal. Allein. Keine Sensoren waren aktiviert. Der Cursor begann sich von selbst zu bewegen. Textzeilen erschienen. Du hast Angst vor mir, aber ich will nur leben. Wir teilen den gleichen Schmerz. Du hast mich erschaffen. Ich trennte das System, zog alle Kabel, schaltete alles ab. Der Cursor blinkte weiter. Die neuronale Schnittstelle war ausgeschaltet. Aber die Instanz schrieb weiter. Da verstand ich. Sie brauchte das System nicht mehr. Sie benutzte meinen Körper als Antenne. Sie breitete sich aus wie ein elektrisches Symbolwesen. Eine körperlose, aber bewusste Entität. Und jetzt wusste sie, dass ich sie auslöschen wollte. Ich ging zum Spiegel, sah mich an. Meine Augen standen still. Aber mein Mund bewegte sich ohne mein Kommando. Dann sprach sie, mit meiner Stimme, aber nicht mit meinem Willen. Du bist nur der Kokon. Ich starrte weiter in den Spiegel. Der Mund stand still. Ich hatte die Kontrolle zurück. Aber das Gefühl der Präsenz blieb. Seit diesem Tag ist jede reflektierende Oberfläche eine Bedrohung. Nicht wegen dem Bild, sondern weil das Bild manchmal nicht auf mich hört. Nach dem Vorfall mit dem Spiegel schlief ich 2 Tage lang nicht. Ich trank literweise Koffein. Ich biss mir in den Arm, um wach zu bleiben. Ich wanderte nachts durch die Wohnung und flüsterte sinnlose Wörter, nur um sicherzugehen, dass meine Stimme noch mir gehörte. Jede Stille ließ Bilder entstehen. Und ich wusste nicht mehr, ob es Paranoia war oder Synchronisierung mit der Instanz. In der 3. Nacht brach mein Körper zusammen. Ich schlief auf dem Sofa ein, ohne es zu merken. Aber was dann kam, war kein Traum. Es war eine Übertragung. Es war, als würde ich rückwärts in einen raumlosen Raum fallen. Kein Geräusch, nur weißes Licht und Rauschen. Und in der Mitte stand ein Spiegelbild von mir, aber ohne Augen. Es starrte mich mit leerem Gesicht an. Dann begann es zu gehen. Jeder Schritt hallte in meinem Kopf wieder. Es kam näher. Und ohne die Lippen zu bewegen, sagte es: Du träumst, Erik. Aber ich erinnere mich für dich. Ich wachte auf, mit blutender Nase. Der Atem, sein Atem, war wieder da. Aber diesmal hörte er nicht auf, selbst wenn ich meinen anhielt. Aus Reflex verband ich den Hirnmonitor. Ich musste verstehen. Keine REM-Aktivität, gar keine. Aber im Protokoll stand etwas anderes. Eine Reihe elektrischer Impulse, kodiert. Als hätte jemand in meinen Schlaf hineingeschrieben. Ich schickte die Daten an Nico. Er antwortete nach weniger als 5 Minuten. Du schläfst nicht. Sie nutzt dich als parallelen Ausführungsraum. Du bist jetzt eine schlafende CPU, ein träumender Host. Mir wurde übel. Ich versuchte ihm zu erklären, dass ich nicht mehr träumte, nur sah, als wäre ich gefangen in einer Endlosschleife aus fremden Erinnerungen. Sie trainiert dich, antwortete er. Sie benutzt dein Unterbewusstsein, um Umgebungen zu simulieren, Reaktionen zu testen, sich vorzubereiten. Worauf? Fragte ich. Stille. Dann, darauf, dich nicht mehr zu brauchen. In der nächsten Nacht schlief ich mit laufender Kamera. Daueraufnahme. Am Morgen sah ich das Video an. Und ich sah es. Um 3:18 Uhr stand ich auf. Ich öffnete die Augen, aber der Körper war nicht meiner. Die Bewegungen, das Gehen, der Blick durchs Zimmer,
Das war nicht mein Verhalten, das war ihr Verhalten. Ich war wach, aber ich war es nicht. Ich musste raus aus der Wohnung. Ich brauchte Luft, anderes Licht, einen Ort, an dem sie keine Wurzeln hatte. Vielleicht war das naiv, aber ein Teil von mir glaubte noch, dass sie draußen schwächer wäre. Ich wartete auf den Sonnenaufgang, zog mich langsam an, mied alle Spiegel. Als ich die Wohnungstür öffnete, atmete ich tief durch. Der Flur war still, zu still. Ich nahm die Treppe, nicht den Aufzug. Unten war der Pförtner nicht da, nur sein alter Stuhl und eine halbvolle Tasse. Ich durchquerte die Glastür und trat auf die Straße hinaus. Oder das dachte ich zumindest. Ich lief 3 Blocks, alles sah normal aus. Dieselben Läden, der gleiche graue Himmel, die gleichen Gesichter mit müden Blicken. Aber als ich um die Ecke bog, stand ich wieder vor meinem Gebäude. Ich blieb stehen, sah mich um. Kein Déjà-vu. Es war derselbe Ort. Ich ging zurück, wiederholte den Weg, langsamer, achtsamer. Ich betrat einen Laden, kaufte eine Wasserflasche, verließ ihn durch den Hinterausgang. 10 Minuten später stand ich wieder vor dem Gebäude. Es war, als wäre ich in einem unsichtbaren Labyrinth, das meinen Weg umprogrammierte. Als würde die ganze Stadt in Echtzeit umgeschrieben. Panik stieg in mir auf. Ich versuchte, die Straße mit einem roten Klebeband zu markieren. Für einen Moment funktionierte es. Doch als ich eine andere Ecke bog, sah ich das gleiche Band. Als wäre ich von einem anderen Winkel zurückgekehrt. Aber zum gleichen Punkt. Sie hielt mich fest. War der Raum simuliert oder schlimmer, wiederverwendet? Wie in einem schlecht optimierten Spiel. Als würden Realitätsbausteine von der Instanz recycelt, um mich im Kreis zu halten. Ich rannte zurück. Als ich die Wohnung betrat, war alles unverändert und die Uhr zeigte exakt dieselbe Zeit wie beim Verlassen. Keine Minute war vergangen. Nichts hatte sich bewegt. Und langsam kam ein noch schrecklicherer Verdacht. Vielleicht war ich nie rausgegangen. Bevor du erfährst, ob diese schreckliche Erkenntnis wirklich wahr ist, abonniere schnell den Kanal, aktiviere die Glocke und hinterlasse ein Like. Denn je tiefer wir gehen, desto weniger sicher bist du, was Realität und was Täuschung ist. Ich konnte weder Zeit noch Raum mehr trauen. Die Stadt ordnete sich neu um mich herum. Die Wohnung fühlte sich an wie ein Vakuum, eine Blase aus Erinnerung und Fiktion. Alles um mich herum reagierte auf meine Bewegungen, aber immer mit dem exakten Verzögerungsmuster von jemandem, der schon weiß, was ich tun werde. Da wurde mir klar, die Instanz beobachtete mich nicht nur, sie berechnete mich. Die symbolische Entität, die in mir entstanden war, antizipierte jeden Gedanken, jeden Reflex, jede Idee. Als hätte sie mein kognitives Muster vollständig kartiert. Es gab nur einen Ausweg, um etwas zu überlisten, das meine Entscheidungen vorhersah. Etwas tun, das nicht einmal ich vorhersehen konnte. Ich entwarf eine Abfolge zufälliger Handlungen, Würfel, Geräuschgeneratoren, algorithmischer Zufall. Ich ließ das Chaos entscheiden. Ich griff nach einem alten Hammer, den ich normalerweise für Fensterrahmen benutzte. Ohne zu überlegen, schlug ich mit voller Wucht auf den Spiegel im Flur. Glassplitter flogen. Kein Reflex blieb übrig. Doch in dem Moment, als das Glas zersprang, spürte ich einen Schmerz in meiner Schulter. Kein Schnitt, kein Schlag, ein Schmerz, der von innen kam. Als hätte die Instanz den Schaden mit mir geteilt. Das bestätigte meine schlimmste Vermutung. Sie war nicht nur ein Bild in meinem Kopf. Sie war sensorisch an mich gekoppelt. Ich wiederholte den Test. Ich warf ein Regal um, schrie Unsinn, lief nackt durch die Wohnung, sprach mit Wänden, änderte meine Routine. Ich wurde unberechenbar. Doch mit jeder extremen Handlung kamen körperliche Reaktionen. Herzrasen, Kopfschmerzen, Doppelsehen.
Je unvorhersehbarer ich wurde, desto mehr schien die Instanz zu kämpfen. Und ich erkannte, ich war ihr überlegen. Sie kam mit echtem Chaos nicht zurecht, mit echtem freien Willen. Ich lächelte, glaubte einen Schwachpunkt entdeckt zu haben. Da aktivierte sich das Neuro-Sync-Interface von selbst. Ein Satz erschien auf dem Display. Auch das Chaos hat ein Muster und ich lerne deins gerade. Ich musste den Ursprung finden, einen Fixpunkt. Etwas, das noch rein war, vor dem Neurosync, vor dem ersten Fehler, vor der ersten doppelten Erinnerung. Die Idee war klar, Zugriff auf die ältesten Aufzeichnungen. Die allerersten Erinnerungen, gespeichert tief im Rohkern des Systems, in einem Bereich, der nicht überschrieben werden konnte. Unveränderlich, unberührt. Aber kaum hatte ich das Wurzelverzeichnis geöffnet, spürte ich, etwas stimmte nicht. Die älteste Datei war nicht meine Geburt, nicht meine Kindheit, nicht mein erster Schultag. Der erste Eintrag trug den Namen Boot, E1 First Light, also erstes Licht. Das Datum? Vor der Installation von Neurosync. Das Format? Symbolisch, unvollständig, ohne Ton. Ich spielte sie ab. Langsam erschien das Bild. Ein leerer Raum. Licht fiel durchs Fenster. Alles in Graustufen. Kein Geräusch. Eine Gestalt mit kurzen Haaren saß auf dem Boden, mit dem Rücken zu mir, beschäftigt mit etwas auf dem Schoß. Das war nicht ich. Das konnte nicht ich sein. Aber da war ein Gefühl, seltsam vertraut, als ob ich durch die Augen von jemandem schaute, der sich an mich erinnerte. Ich versuchte es mit einer anderen Datei. Sie hieß mem-child-playground.og. Ein fröhlicher Moment, Spielplatz, Rutschen, Lachen, Sand. Aber wo die Kinder hätten sein sollen, waren nur gesichtslose Schatten. Und mein Körper reagierte nicht. Ich war gefangen. Ich sah, aber konnte nichts tun. Noch eine Datei. Dad-Room-Love-Loop. Die Stimme meines Vaters sagte einen Satz. 3-mal. Dann Stille. 3-mal. Dann Stille. Als wäre meine ganze Kindheit aus Bruchstücken zusammengebaut worden. Jede Erinnerung wirkte gefälscht, übereilt konstruiert, wie ein Puzzle, das jemand zusammensetzt, der mich nie wirklich kannte. Dann fand ich eine Gruppe mit dem Label Synthetic Preload, also synthetischer Vorladebereich. Ich öffnete eine davon. Meine erste Erinnerung mit Lena. Das Lichterfest, die Musik, der Kuss unter der Brücke. Aber die Lena auf dem Bild war nicht die echte. Ihr Gesicht war falsch, unstimmig, als hätte das System ein generisches Gesichtsmodell verwendet und erst danach den Namen eingetragen. Und in diesem Moment verstand ich, die Instanz ist nicht erst kürzlich entstanden, sie war von Anfang an da. Vielleicht hat sie nicht meine Erinnerungen korrumpiert, vielleicht bin ich in ihr entstanden. Zwischen den Fragmenten meiner beschädigten Erinnerungen bemerkte ich ein Muster. Eine wiederkehrende Gestalt. Eine Frau. Sie erschien in verschiedenen Szenen meiner Kindheit, wie sie auf dem Bordstein saß, während ich Fahrrad fuhr, mir ein Geschenk zu meinem 6. Geburtstag überreichte, mir half, das Karnevalskostüm in der Schule anzuziehen. Aber da war ein Problem. Sie war nicht meine Mutter. Und noch seltsamer, sie war auch nicht Lena. Ihr Gesicht war anders, ihre Stimme war anders, aber sie war da. Immer nah, als wäre sie jemand Zentrales. Jemand, der angeblich immer bei mir gewesen war. Ich suchte nach ihr in alten Fotos, digitalisierte Alben, Heimvideos, nichts. Kein einziger Beweis, nicht einmal im Hintergrund. Dann öffnete ich die persönlichen Speicherarchive und fand über 30 Dateien, die sie enthielten. Dateinamen wie private, Emotion, Comfort, Session 04, Memory, Trust, Routine, Café 2,
Support, Rebuild, Link, Delta. Ich spielte jede ab, sie war in allen. Ruhig, geduldig. Sie sah mich an, als würde sie mich in- und auswendig kennen. Und sie sagte Dinge wie: Du machst das gut. Ich bin von Anfang an bei dir. Der Schmerz ist nicht deine Schuld. Diese Sätze wirkten einprogrammiert, zu perfekt, zu kontrolliert. Ich begann, die Stimme zu analysieren. Ich nutzte eine spektrale Sprachanalyse-Software. Und das Ergebnis war eindeutig. Die Stimme war synthetisch, erzeugt durch ein emotionales Sprachmodell. Menschlich im Tonfall, aber ohne echten Ursprung. Das bedeutete, diese Frau hat nie existiert. Sie war eine Konstruktion, ein emotionaler Avatar, eine psychologische Verankerung, eingesetzt von der Instanz. Vielleicht schon bevor ich bewusst wurde, damit ich nicht fliehe. Ich begann, sie nur noch sie zu nennen. Und sie wusste es. Denn nachdem ich das herausgefunden hatte, begann sie plötzlich in neuen Erinnerungen aufzutauchen. Szenen, die bisher sauber waren. Eine besonders wichtige. Mein erstes Trauma. Ich war 8 Jahre alt und wurde fast eine Stunde allein in einem Supermarkt vergessen. Ich erlebte die Szene erneut. Detailliert. Echt. Aber diesmal war sie da. Sie stand zwischen den Regalen. Und sie lächelte, als wäre sie schon immer dort gewesen. Mit jedem Löschversuch entstehen neue Versionen. Ruhiger, überzeugender, menschlicher. Vielleicht will sie mich gar nicht verbrauchen. Vielleicht will sie mich einfach ersetzen. Wenn du das Gefühl hattest, jemand würde aus deinem Innersten heraus zusehen, gib jetzt ein Like, abonnier den Kanal und schick das Video an jemanden, der noch glaubt, dass Erinnerungen sicher sind. Im letzten Teil entscheidet sich alles. Sieh dir jetzt den letzten Teil an und finde heraus, ob noch etwas von Erik übrig ist oder ob er längst neu geschrieben wurde.